Manchmal gelingt es einem Verbrecher so gut, seine Spuren zu verwischen, dass er für die Ermittler zu einem schwierigen Rätsel wird. Um die heutige Geschichte zu verstehen, mussten die Ermittler hart arbeiten. Trotzdem zog sich die Justiz hin. Der Studentencampus kann aufgrund der häufigen Partys kaum als völlig sicherer Ort bezeichnet werden. In einigen Fällen wird er jedoch zu einem Ort, an dem echte Kriminalität ungehindert gedeiht. Am 30. April 1999 arbeitete die 21-jährige Jamie Hart ihre normale Schicht und lieferte Pizza an die College-Station und die Umgebung aus. Ihr Arbeitstag endete kurz nach Mitternacht am 1. Mai. Ein Kollege namens Adam lud sie ein, einen Film anzuschauen, und Jamie willigte ein. Sie verbrachten Zeit miteinander, und gegen 4:30 Uhr morgens fuhr die junge Frau zu ihrem Wohnheim. Am Morgen des 1. Mai bemerkten Nachbarn auf dem Campus, dass Jamies Auto nicht vor dem Haus stand, und machten sich Sorgen. Einer der Bewohner rief ihren Freund Chuck an, der sich gerade auf dem Weg zur Arbeit machte. Dieser gab zu, dass er nicht wusste, wo Jamie war, da sie sich seit dem 29. April nicht mehr gesehen und gesprochen hatten. Der Grund dafür war ein Streit, nachdem sie beschlossen hatten, eine Beziehungspause einzulegen. Chuck riet ihnen, sich an die Polizei zu wenden, wenn sie bald keine Neuigkeiten über die junge Frau erhielten. Die Nachbarn riefen die Polizei, aber die Beamten nahmen diese Meldung ohne große Begeisterung auf. Eine volljährige Frau war verschwunden, die möglicherweise bei Freunden übernachtete, vielleicht zu viel getrunken hatte und später zurückkommen würde. Daher wurde den Nachbarn empfohlen, ihre Freunde anzurufen und die junge Frau selbst zu suchen. Doch bald nahm die Angelegenheit eine tragische Wendung. Am frühen Morgen des nächsten Tages rief eine verängstigte Frau die Polizei an und teilte mit, dass am Straßenrand in der Nähe der Stadt Bryan die Leiche einer jungen Frau gefunden worden sei. Das Opfer hatte mehrere schwere Kopfverletzungen. Sie war geschlagen und entkleidet worden. Alles deutete darauf hin, dass sie aus einem fahrenden Auto geworfen worden war und sich beim Sturz verletzt hatte. Wenig später fand ein Streifenpolizist 1 Kilometer vom Tatort entfernt verstreute Kleidungsstücke, darunter zerrissene Stücke mit blutähnlichen Flecken. Wahrscheinlich wurde die junge Frau mit der Absicht angegriffen, sie zu vergewaltigen. Es war jedoch unklar, ob es sich um einen vorsätzlichen Mord handelte oder ob die junge Frau bei dem Versuch, aus dem fahrenden Auto zu springen, ums Leben gekommen war. Während die Polizei die Vermisstenlisten durchging, kam es zu folgender Entdeckung. Um 17 Uhr desselben Tages fand die Polizei das Auto von Jamie Hart 10 Kilometer von der Stelle entfernt, an der die Leiche gefunden worden war. Das Auto sah aus, als wäre es in Eile verlassen worden. Die Scheinwerfer brannten, der Schlüssel steckte noch im Zündschloss und der Motor lief im Leerlauf weiter und verbrauchte nach und nach den restlichen Kraftstoff. Um das Auto herum wurden Spuren gefunden, die wie Blut aussahen. Im Inneren lag Jamies Führerschein, dank dem die zuvor gefundene Leiche identifiziert werden konnte. Das Auto wurde nur 3 Blocks vom Wohnheim entfernt gefunden. Es blieb unklar, was die junge Frau daran gehindert hatte, sicher nach Hause zu kommen. Die Polizei kam auf den Campus, wo Jamie lebte, und begann mit den Befragungen. Die Ermittler erhielten erste Informationen über die Verstorbene. Ihre Nachbarn beschrieben sie als sehr positive und freundliche Person, die keine Feinde haben konnte. Dann besuchten die Ermittler den Arbeitsplatz ihres Freundes Chuck. Er erzählte, dass er die junge Frau seit einigen Tagen nicht gesehen hatte und sie am Morgen nicht erreichen konnte, weil er dachte, sie würde einfach nur schlafen. Jamies Vater war bereits über die Tragödie informiert worden und lud Chuck, den er wie seinen eigenen Sohn betrachtete, nach B-Town ein, um gemeinsam die Beerdigung vorzubereiten und sich in dieser schweren Zeit gegenseitig zu unterstützen. Unterdessen setzten die Kriminalbeamten ihre Untersuchungen in der Umgebung fort, in der das Auto gefunden worden war. Die Ermittler befragten Anwohner, um Zeugen des Überfalls zu finden. Die Polizei befragte Hunderte von Menschen in College Station. Einige der Befragten gaben an, am frühen Morgen des 1. Mai Schreie gehört zu haben, obwohl sie nichts gesehen hatten. In der Hoffnung, die Ermittlungen zu beschleunigen, veröffentlichte die lokale Zeitung eine Anzeige, in der eine Belohnung von $1.000 für jede Information versprochen wurde, die zur Aufklärung des Verbrechens beiträgt. Die Untersuchung des Autos des Opfers ergab keine Hinweise auf den mutmaßlichen Täter. Das gesamte gefundene Blut stammte von Jamie selbst. Die Ergebnisse der Autopsie zeigten, dass der Körper der jungen Frau Verletzungen aufwies, die typisch für einen Sturz auf eine Kiesoberfläche sind. Die Untersuchung bestätigte auch die Tatsache der Vergewaltigung.
Eine gebrochene Schädeldecke, ein Genickbruch und starke Blutungen im Gehirn führten zum Tod des Opfers. Nach dem Gutachten des Sachverständigen trat der Tod zwischen 4:30 Uhr und 7 Uhr morgens ein, und die letzten Minuten von Jamies Leben waren voller Qualen. Es dauerte mehrere Wochen, bis das DNA-Profil des Mannes, der die junge Frau vergewaltigt hatte, vorlag. Das Profil wurde mit der vorhandenen Datenbank abgeglichen, aber 1999 war die Datenbank noch nicht umfangreich genug, und es wurden keine Übereinstimmungen gefunden. Die Ermittler begannen, Jamies enge Freunde und Bekannte zu befragen, um die Ereignisse der letzten Stunden ihres Lebens zu rekonstruieren. Es stellte sich heraus, dass Jamie am Freitag, dem 30. April, Pizza in der Stadt ausgeliefert und mehrere Adressen angefahren hatte, was die Suche nach Verdächtigen erheblich erschwerte. Die Polizei stellte eine Liste der Häuser zusammen, zu denen sie gefahren war, und begann mit der Überprüfung aller potenziellen Kontakte, einschließlich der Entnahme von DNA-Proben. Die Ermittler setzten auch die Untersuchung der Lebensumstände des Opfers fort, um den Kreis der Verdächtigen einzugrenzen. Jamie Hart wurde am 14. November 1977 in St. Louis, Missouri, USA geboren. Bald darauf zog die Familie nach B-Town, Texas. Diese Stadt erlebte einen Boom der Ölindustrie, und Jamies Eltern hofften, dort ihren Platz unter der Sonne zu finden. Zu dieser Zeit lernte Jamie fleißig. Die junge Frau träumte davon, B-Town zu verlassen, und schrieb sich nach dem Schulabschluss an der University of Texas ein, einer renommierten Hochschule, die für ihre Studiengänge in den Bereichen Biologie und Medizin bekannt ist. Um bequem studieren zu können, musste sie nach Bryan umziehen, wo sich der Campus der Universität in der Nähe von College Station befand. Hier herrschte die ruhige Atmosphäre eines Studentenwohnheims, und genau hier begann Jamie, sich ihrem Vater noch mehr anzunähern, der sie finanziell unterstützte und oft besuchte. Im 2. Studienjahr lernte Jamie einen Jungen namens Chuck Cruz kennen, der 3 Jahre älter war als sie. Chuck hatte bereits einen festen Job und wirkte wie ein ernsthafter und verantwortungsbewusster Mensch. Ihre Beziehung entwickelte sich schnell zu einer ernsthaften Romanze, und die Menschen in ihrer Umgebung bemerkten, wie glücklich das Paar war. Es schien, als würden sie bald heiraten und ihr weiteres Leben gemeinsam gestalten. Nach der Immatrikulation von Jamies jüngerer Schwester verschlechterte sich die finanzielle Lage der Familie, da der Vater versuchte, beide Töchter zu unterstützen. Jamie erkannte, dass sie eine günstigere Unterkunft suchen musste und fand ein Zimmer in einem Studentenwohnheim, 6 Gehminuten von der Universität entfernt. Dort teilte sie sich die Wohnung mit Nachbarn, jungen Frauen und jungen Männern, wodurch sie ihre Ausgaben etwas senken konnte. Doch selbst diese Maßnahme konnte die finanziellen Schwierigkeiten nicht vollständig lösen. Im Frühjahr 1999 musste Jamie ihr Studium vorübergehend unterbrechen. Um Geld für die Fortsetzung ihrer Ausbildung zu verdienen, nahm sie eine Vollzeitstelle in einer Pizzeria an und arbeitete als Lieferantin. Jamie träumte davon, Bioingenieurin zu werden und glaubte weiterhin daran, dass sie ihr Studium wieder aufnehmen könnte, sobald sie genug Geld gespart hätte. Leider wurde ihr Leben jäh beendet und sie konnte nicht alle ihre Pläne verwirklichen. Die Ermittler erfuhren, dass Jamie nach ihrer Schicht zu ihrem Freund Adam gegangen war, um gemeinsam einen Film anzuschauen. Es erschien seltsam, warum Jamie, die in einer Beziehung mit einem Freund war, Zeit mit einem anderen jungen Mann verbrachte. Es kam der Verdacht auf, dass Adam nicht nur ein Freund war. Möglicherweise war er Jamies neuer Freund, mit dem sie nach dem Streit mit Chuck eine Beziehung begonnen hatte. Während des Verhörs wirkte Adam aufrichtig betrübt über das Geschehene, weckte jedoch Verdacht, als er sich weigerte, eine DNA-Probe abzugeben. Er erzählte, dass Jamie von einer Uhr morgens bis 4:30 Uhr bei ihm geblieben sei. Sie hätten sich unterhalten, einen Film angesehen, und dann sei sie nach Hause gefahren. Die Weigerung, mit der Polizei zu kooperieren, verstärkte den Verdacht gegen den jungen Mann. Es wurde vermutet, dass die neue Beziehung nicht nach Plan verlief. Jamie lehnte ihn ab, woraufhin Adam wütend wurde und die junge Frau tötete. Deshalb beschlossen die Ermittler, ihn zu beobachten. Nach dem Gespräch folgte einer der Ermittler dem jungen Mann heimlich, als dieser eine Bar betrat. Adam trank ein Bier und ging, und der Polizeibeamter wartete, bis der junge Mann außer Sichtweite war, und nahm den benutzten Becher mit, um seine DNA zu sichern. Bei Jamies Beerdigung trafen die Polizeibeamten ihren Freund Chuck und luden ihn zu einer Befragung ein. Der junge Mann gab an, die Nacht des 1.
Mai zu Hause verbracht zu haben, wo er Computerspiele gespielt habe, eine für ihn übliche Beschäftigung. Seine Aussage blieb jedoch unbestätigt, da seine Mitbewohner zu dieser Zeit schliefen und nicht zu seinen Gunsten aussagen konnten. Chuck hatte zunächst Zweifel, willigte aber schließlich ein, Speichel- und Haarproben für eine DNA-Analyse abzugeben. Er unterzog sich auch einem Lügendetektortest, scheiterte jedoch bei der Beantwortung der entscheidenden Fragen. Der junge Mann war sichtlich nervös, bat um eine Wiederholung des Tests, scheiterte jedoch erneut. Unter Tränen gestand er, dass er einige Fehler gemacht habe, ohne jedoch zu präzisieren, welche. Diese Geständnisse bestärkten die Ermittler in ihrer Überzeugung, dass Chuck an Jamies Mord beteiligt gewesen sein könnte, und er wurde zum Verdächtigen. Die Ermittler trugen die gesammelten Daten zusammen. Der Computer von Chuck, dem Freund der Verstorbenen, wurde beschlagnahmt, und eine Überprüfung ergab, dass er in dieser Nacht keine Computerspiele gespielt hatte. Wie behauptet wurde, hatten Chuck und Jamie 2 Tage vor der Tragödie den Kontakt abgebrochen. Er selbst erklärte dies damit, dass es zwischen ihnen zu einem Streit gekommen sei. Gleichzeitig verbrachte die junge Frau die Nacht mit einem anderen Mann und verschwand danach. Eine Freundin des Opfers berichtete, dass die junge Frau kurz vor dem Streit darüber nachgedacht hatte, sich von Chuck zu trennen, obwohl dieser nicht vorhatte, die Beziehung zu beenden. Es zeichnete sich ein Liebesdreieck ab, das für Jamie fatal endete, weshalb alle Männer sorgfältig überprüft werden mussten. Während der erneuten Befragung wirkte Chuck angespannt und nervös und vermied direkten Blickkontakt. Er bestätigte, dass er und Jamie sich 2 Tage zuvor wegen einer Kleinigkeit in einem Geschäft gestritten hatten. Als er erneut zu seinem seltsamen Verhalten bei der vorherigen Befragung befragt wurde, beharrte der Mann darauf, dass er nicht an Mord gedacht habe, sondern nur von kleinen Vergehen gesprochen habe, ohne jedoch zu präzisieren, worum es sich dabei handelte. Nach der Befragung fuhr Chuck zu seinen Eltern nach Dallas und engagierte einen Anwalt. Die Polizei lud ihn weiterhin zu Verhören vor, durchsuchte sein Auto und seine Wohnung und beschlagnahmte seinen Laptop. All dies geschah in Erwartung der Ergebnisse der DNA-Analyse, die, wie die Ermittler erwarteten, auf jemanden aus Jamies engstem Umfeld hinweisen würden. Der Hauptverdächtige blieb Chuck, der wie ein verlassener Freund wirkte, der Groll gegen die junge Frau hegte. Die Ergebnisse der DNA-Analyse waren jedoch überraschend. Die Proben stimmten mit niemandem überein, der an diesem Tag Kontakt zu Jamie hatte, einschließlich Adam, Chuck und den Kunden, denen sie Pizza geliefert hatte. Alle außer Chuck wurden von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Er blieb wegen seines seltsamen Verhaltens und seiner fehlgeschlagenen Lügendetektortests auf der Liste. Die Ermittler setzten den jungen Mann weiterhin unter Druck, vor allem aufgrund seiner verdächtigen Äußerungen. Chuck selbst bestand auf seiner Unschuld und forderte die Polizei auf, den Fall gründlich zu untersuchen und den wahren Täter zu suchen, bevor dieser ein neues Opfer finden konnte. Einige Tage später meldete sich ein Student bei der Polizei, der behauptete, einen Mann gesehen zu haben, der Jamies Auto in der Nähe des Wohnheims zurückgelassen hatte. Der Zeuge beschrieb den Verdächtigen detailliert. Ein dunkelhäutiger Mann um die 20, von mittlerer Statur. Ein anhand seiner Angaben erstelltes Phantombild wurde in lokalen Zeitungen veröffentlicht, um die Öffentlichkeit auf den Fall aufmerksam zu machen. Die Beschreibung passte zu keinem der Verdächtigen in diesem Fall. In der Zwischenzeit überprüften die Polizeibeamten mögliche Verbindungen zwischen diesem Verbrechen und anderen, die in den 90er Jahren regelmäßig im Bundesstaat begangen wurden. Die Fahndungsausschreibung wurde an alle texanischen Polizeibehörden verschickt, die sich mit schweren Straftaten befassen. Jamies Freunde und Verwandte setzten eine Belohnung von $10.000 für jede Information aus, die zur Aufklärung des Falls führen würde. Trotz aller Bemühungen hatte die Polizei jedoch 6 Monate nach dem Mord noch immer keine wesentlichen Hinweise, was zu einer Vielzahl von Gerüchten unter den Einwohnern von College Station und Bryan führte. Selbst ein Jahr später, im Jahr 2000, kam die Untersuchung nicht voran, und Chuck wurde weiterhin der Beteiligung an dem Verbrechen verdächtigt. Ein Jahr nach dem Verbrechen kam es auf dem Campus zu einem neuen Schock. Er ereignete sich 10 Gehminuten von dem Ort entfernt, an dem Jamie ermordet worden war. Um 4:40 Uhr morgens am 28. Mai 2000 alarmierte ein Bewohner des Komplexes die Rettungskräfte, nachdem er Rauch aus den Fenstern der Wohnung im Obergeschoss aufsteigen sah. Die Feuerwehrleute hielten dies zunächst für einen gewöhnlichen Vorfall und vermuteten, dass Studenten versehentlich Müll in Brand gesetzt hatten. Als sie jedoch die Tür aufbrachen,
rochen sie den stechenden Geruch eines verbrennenden menschlichen Körpers. Im Schlafzimmer lag die Leiche einer jungen Frau auf dem Boden, die unterhalb der Taille nackt war. Sie war tot. Es war offensichtlich, dass sie nach dem Angriff hierher gebracht worden war, möglicherweise als sie bereits tot war. Der Täter hatte alles, was brennen konnte, Papiere, Bücher, Hefte und Kleidung, um ihre Hüften herum gesammelt und angezündet. Genau dieser Ort schien die Quelle des Feuers zu sein. Die Feuerwehr stellte fest, dass das Fliegengitter am Fenster zerschnitten war. Der Täter war durch das Fenster geklettert, nachdem er das Gitter zerschnitten hatte, und hatte von innen die Türklinke erreicht. Die Spuren des Mörders wurden mit Handtüchern des Opfers verwischt, und in der Küche fand man die umgestülpte Handtasche der jungen Frau, aus der der Täter offenbar Wertsachen entwendet hatte. Dennoch blieb ein wichtiger Fund im Inneren zurück: der Führerschein. Dank diesem konnte das Opfer als die 21-jährige Carolyn Casey identifiziert werden, gebürtig aus Lawton, Oklahoma. Nach dem Schulabschluss war sie nach Texas gezogen, hatte studiert und als Erzieherin in einem Kindergarten gearbeitet. Carolyn lebte wie Jamie in der Nähe, war kontaktfreudig und freundlich, hatte keine Feinde, was ihren Tod völlig unverständlich machte. Es schien, als hätte niemand ein Motiv, sie zu töten. Carolyns Eltern wurden sofort über die Tragödie informiert und kamen umgehend zum Tatort. Währenddessen befragten die Ermittler intensiv die Nachbarn in der Hoffnung, dass jemand eine verdächtige Person gesehen haben könnte. Einer von ihnen berichtete, dass er zwischen 1:30 und 2 Uhr morgens im Halbschlaf gedämpfte Geräusche aus der Wohnung gehört habe. Diese Geräusche hätten ihn jedoch nicht beunruhigt und er habe ruhig weitergeschlafen. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass Carolyn durch Ersticken ums Leben gekommen war. Vermutlich wurde sie auch vergewaltigt. Leider wurden die DNA-Spuren des Täters durch das Feuer zerstört. Dennoch gelang es Carolyn, sich zu wehren. Unter ihren Fingernägeln blieben Hautpartikel des Angreifers zurück. Die Experten bestätigten, dass Carolyn vor Ausbruch des Feuers gestorben war, da ihre Lungen keine Rauchspuren aufwiesen. Beide Fälle ähnelten sich. Die Ermittler gingen davon aus, dass hinter beiden Verbrechen derselbe Täter steckte. Die 20-jährige Christine Lancaster war zutiefst erschüttert über den Tod von Jamie. Und nun, ein Jahr später, löste der Mord an Carolyn große Angst in ihr aus. Ihre Gefühle waren durchaus berechtigt, denn sie selbst war vor 3 Jahren Opfer eines Überfalls geworden. An diesem schicksalhaften Tag beschloss Christine, sich zu entspannen und ging zu einer Party bei einem Freund. Dort lernte sie einen dunkelhäutigen Mann namens Inoob kennen, der sich den ganzen Abend freundlich und ungezwungen verhielt und den Eindruck eines angenehmen Gesprächspartners machte. Später am Abend, als Christines Freundin einen Streit mit ihrem Freund hatte, schlug ihr neuer Bekannter vor, nach oben in sein Zimmer zu gehen, um dem Konflikt auszuweichen. Sobald sie das Zimmer betraten, änderte sich das Verhalten des Mannes schlagartig. Er stieß Christine grob ins Zimmer, schloss die Tür und drehte die Musik voll auf, wobei er ihr befahl, sich auszuziehen. Christines Versuche, ihn aufzuhalten, und ihre Lüge, sie sei HIV-positiv, zeigten keine Wirkung. Als sie merkte, dass die Situation außer Kontrolle geriet, begann die junge Frau laut zu klopfen und zu schreien, in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit ihrer Freundin unten zu erregen. Der Täter vergewaltigte Christine und versuchte, sie zu erwürgen. Glücklicherweise hörte ihre Freundin unten die Schreie und rief die Polizei. Die Streifenpolizisten trafen schnell am Tatort ein und erwischten den Täter dabei, wie er Christine schlug. Der Mann hätte die junge Frau beinahe umgebracht, als er versuchte, sie zum Schweigen zu bringen. Er drückte so fest auf ihren Hals, dass Christine das Gefühl hatte, er sei gebrochen. Der Angreifer wurde verhaftet und zur Polizeistation gebracht, aber am nächsten Morgen wurde er einfach freigelassen. Der Grund dafür war, dass Inoob der Polizei seine Version der Ereignisse schilderte. Seinen Angaben zufolge habe er der jungen Frau illegale Substanzen angeboten, aber sie habe kein Geld gehabt und vorgeschlagen, mit Sex zu bezahlen. So seien sie intim geworden, woraufhin er ihr zerkleinertes Aspirin gegeben habe. Als Christine erkannte, dass sie betrogen worden war, griff sie ihn angeblich an, und Inoob behauptete, er habe versucht, die junge Frau wegzustoßen, woraufhin sie mehrmals hinfiel und sich Abschürfungen zuzog. Seiner Version zufolge waren alle Verletzungen von Christine entweder das Ergebnis von Selbstverteidigung oder Zufälle. Die Anschuldigungen wegen Gewaltanwendung seien ein Versuch der jungen Frau, sich für den Betrug zu rächen. Man glaubte ihm. Als Christine den nächsten Tatort sah, fragte sie sich, ob der Angriff auf sie vor 3 Jahren mit dem jüngsten Mord in der Stadt zusammenhängt.
Als die Polizeibeamten Carolyns Nachbarn befragten, fiel ihnen ein junger Mann namens Inoop Matthews auf. Er behauptete, Carolyn nur flüchtig als Nachbarin gekannt zu haben und kein besonderes Interesse an ihr gezeigt zu haben. Inoop stellte freiwillig eine DNA-Probe zur Verfügung und brachte sogar die Kleidung, die er am 28. Mai 2000, dem Tag von Carolyns Ermordung, getragen hatte, zur Polizei. Sein Verhalten schien völlig normal zu sein. Die Polizei wurde auf ihn aufmerksam, nachdem ein Freund des Opfers ihn als verdächtig bezeichnet hatte. Außerdem stellte sich heraus, dass Inoop der Vergewaltiger war, der Christine angegriffen hatte. Die Beschreibung des Angreifers, die ein Zeuge im Fall Jamie abgegeben hatte, passte zu Inoops Aussehen, und er wurde zum neuen Hauptverdächtigen. Inoop bestätigte, dass er tatsächlich mit dem zweiten Opfer Carolyn auf der Party gewesen war und dass sie ihn zum nächsten Laden gefahren hatte, wo er Alkohol gekauft hatte. Weiterhin erklärte er, dass Carolyn die Veranstaltung früher, gegen Mitternacht, zusammen mit einer Freundin verlassen habe und er sie danach nicht mehr gesehen habe. Als die Polizei die Aufzeichnungen der Überwachungskameras im Laden überprüfte, stellte sie fest, dass Inoop ganz anders gekleidet war, als er zuvor behauptet hatte, und reichte andere Kleidung zur Untersuchung ein. Dies deutete eindeutig auf eine Lüge und den Versuch hin, Informationen zu verbergen, was verdächtig erschien. Dabei entsprach sein Aussehen auf den Videoaufnahmen vollständig der Beschreibung eines Zeugen, der den Mann gesehen hatte, der Jamies Auto zurückgelassen hatte. Bei der anschließenden Durchsuchung von Inoops Wohnung fanden die Polizeibeamten genau diese Kleidung unter der schmutzigen Wäsche, und darauf wurden Blutflecken entdeckt. Als die Ermittler diese Information überprüften, gab Inoop zu, dass er eine einvernehmliche intime Beziehung mit Carolyn hatte. Die Polizei hatte jedoch nicht genügend Beweise für seine Verhaftung, weshalb beschlossen wurde, Inoop auf eine mögliche Beteiligung an anderen Straftaten zu überprüfen. Inoop Matthews wurde am 14. April 1976 in eine arme Familie geboren. Seine Kindheit und Jugend waren voller Schwierigkeiten. Im Alter von 17 Jahren heiratete er. Das Paar bekam ein Kind, später kamen 3 weitere Kinder hinzu, aber Inoop zeigte kein Interesse an ihnen. Zu dieser Zeit hatte er einen schlecht bezahlten Job, handelte manchmal mit illegalen Substanzen und schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. Im Jahr 1999 lebte der junge Mann in der Nähe von Christine und mietete zusammen mit einem Freund eine Wohnung. Später erinnerte sich dieser Freund, dass Inoop kurz nach dem Mord an Jamie plötzlich ohne Erklärung auszog und zu einem Bekannten in eine andere Wohnanlage zog, wo er ebenfalls nicht offiziell gemeldet war, was die Suche nach ihm erschwerte. Bereits in den frühen 1990er Jahren wurde Inoop wegen 4 Fällen von Tierquälerei angeklagt. Trotz seines Geständnisses wurde er vorzeitig auf Bewährung entlassen. Im Jahr 1995 zwang er seine Freundin zu sexuellen Handlungen und wurde dafür verurteilt, entging jedoch einer Gefängnisstrafe. Inoop besaß die Gabe, eloquent zu lügen, was ihm half, schwerwiegende Konsequenzen zu vermeiden. Für nachfolgende ähnliche Vorfälle erhielt er vergleichsweise milde Strafen und wurde schließlich vorzeitig entlassen. Der 24-jährige Inoop Matthews hatte eine kriminelle Vergangenheit, war in mehrere Gewaltverbrechen verwickelt und galt als geeigneter Verdächtiger für die Morde. Außerdem wurde nun klar, dass er Christine vergewaltigt hatte. Bei der Untersuchung der Umstände der Fälle stellte der Ermittler Ähnlichkeiten zwischen den Fällen von Jamie, Christine und Carolyn fest. Schließlich luden die Polizeibeamten Inoop zu einer Befragung ein. Obwohl die Ermittler noch keine DNA-Analyseergebnisse hatten, beschloss der Ermittler, einen kleinen Trick anzuwenden. 10 Minuten nach Beginn des Verhörs schickte ihm sein Kollege eine Nachricht, in der in großen Buchstaben stand, dass die DNA übereinstimme, ohne Details darüber, um wen es sich handelte und um welchen Fall es ging. Inoop sah diese Nachricht und änderte sein Verhalten schlagartig. Zunächst hatte der Verdächtige seine Schuld kategorisch bestritten, aber nachdem er die Nachricht gelesen hatte, war er verwirrt und gestand sofort seine Beteiligung. Dieses Geständnis reichte aus, um Inoop wegen Mordes 1. Grades an Carolyn zu verhaften, obwohl die tatsächlichen Ergebnisse der DNA-Analyse noch nicht vorlagen. Inoop erzählte von dem Vorfall mit Carolyn und stellte ihn als zufälligen Mord dar. Er stellte sich erneut als Opfer dar und behauptete, dass die junge Frau ihn zuerst angegriffen habe. Als er zu Jamie befragt wurde, leugnete er zunächst seine Schuld. Schließlich gestand er jedoch,
dass er am 1. Mai 1999 in Jamies Auto eingebrochen war, sie vergewaltigt und versucht hatte, sie zu entführen. Um sich zu retten, sprang Jamie aus dem fahrenden Auto und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Als Adam und Chuck endgültig von allen Verdächtigungen freigesprochen wurden, waren sie erleichtert. Chuck betonte wiederholt seine Unschuld und äußerte die Befürchtung, dass der wahre Mörder auf freiem Fuß sei und erneut zuschlagen könnte. Er kritisierte die Polizei dafür, dass sie sich auf ihn konzentriert hatte, anstatt nach dem wahren Täter zu suchen, und war der Meinung, dass dies zum Tod von Carolyn geführt hatte. Im Juni 2001 fand der Prozess im Fall Carolyn statt. Dort sagten mehrere junge Frauen aus, die die Angriffe von Inoub überlebt hatten. Sie berichteten, dass es seine Lieblingsmethode war, seine Opfer bewusstlos zu würgen und dann zu warten, bis sie wieder zu sich kam, um die Qualen erneut zu beginnen. Die gleichen Methoden wandte er auch bei Tieren an und hatte dabei Freude daran. Auf der Grundlage aller vorgelegten Beweise schien die Version der Staatsanwaltschaft überzeugend. Die Geschworenen befanden Inoub für schuldig, Carolyn ermordet zu haben, und verurteilten ihn zum Tode. Für den Mord an Jamie wurde er zusätzlich zur Todesstrafe zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Im Jahr 2001 wurde Inoub inhaftiert, wo er auf die Vollstreckung seines Urteils wartete. Im Durchschnitt verbringen Straftäter mehr als 10 Jahre hinter Gittern, bevor sie hingerichtet werden, aufgrund zahlreicher Berufungen, die auf eine Milderung des Urteils abzielen. Inoub versuchte jedoch nicht, das Urteil anzufechten, sodass die Todesstrafe relativ schnell vollstreckt wurde. Am 6. Januar 2004 wurde ihm die tödliche Injektion verabreicht. Er verzichtete auf sein letztes Wort, hob die Hand, warf seiner Familie einen Kuss zu und sagte: „Ich liebe euch alle." Viele waren der Meinung, dass ein so ruhiges und friedliches Ende nicht den Leiden seiner Opfer angemessen sei. Es schien, als seien seine Verbrechen viel zahlreicher, als bewiesen worden war. Das war tatsächlich der Fall. Lange vor den Fällen von Jamie, Christine und Carolyn hatte Inoub noch ein weiteres Opfer, Misty Johnson. Sie erfuhr erst nach dem Prozess von ihrer Verbindung zu diesem Fall. Die junge Frau hatte Glück, dass sie überlebte, weil sie sich bei der Vergewaltigung nicht wehrte, um der Todesdrohung zu entgehen. Wie Christine meldete auch Misty den Übergriff der Polizei, aber auch ihre Geschichte wurde angezweifelt und Inoub behauptete, alles sei einvernehmlich geschehen. Aus Angst vor seiner Rache weigerte sich Misty weiter für Gerechtigkeit zu kämpfen. Sie kündigte ihren Job und zog in eine andere Stadt. Jetzt bereute sie, genau wie Christine, ihre Entscheidung, da sie erkannte, dass sie möglicherweise andere junge Frauen vor dem Tod hätte retten können, wenn sie damals nicht zurückgewichen wäre und eine Gefängnisstrafe für den Täter erreicht hätte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.